Freewell hat mir vor wenigen Tagen diese Box geschickt und mit der Box kannst du wirklich Kino produzieren, du kannst Weitwinkelaufnahmen machen und was hier sozusagen drin ist, gucken wir uns jetzt mal an. Wenn du diese Box kaufst, bekommst du hier folgende Inhalte. Zum einen ein Weitwinkelobjektiv, zum anderen ein anamorphisches Objektiv. Los geht's mit dem ND16, ND32, ND64, ND128 und ND256. Also in der Box hast du wirklich alles drin, was du für kinoreife Aufnahmen benötigst. Wenn du diese Filter kaufst, musst du natürlich beachten, dass die einfach mal 3 Gramm wiegen. Das heißt, du kommst über 249 Gramm mit deiner Drohne definitiv. Da gibt es jetzt auch noch einen Trick, wie du diese Linsen an deine DJI Mini 3 anbringst. Als erstes entfernst du natürlich deine normale Linse von deiner DJI Mini 3 Pro. Dann musst du schauen, hier oben ist die Aufschrift Freewell und deine Linse muss natürlich mit der Linse hier an deiner Drohne übereinstimmen. Und dann steckst du einfach nur diese Linse auf, hier raufstecken und einmal festklicken und schon ist die anamorphe Linse auf deiner Drohne angebracht und hält richtig super fest. Dann die Drohne anmachen und hier erstmal den Gimbal sich ausrichten lassen, weil es kann passieren, dass wenn der ND-Filter mit auf diesem Gimbal drauf ist, beziehungsweise hier auf deiner anamorphen Linse, dann kann es passieren, dass der ND-Filter hier am Gehäuse anschlägt und deswegen ist es ratsam, den ND-Filter erst nach dem Anmachen der Drohne hier anzubringen. Man muss ganz vorsichtig diesen Gimbal festhalten und dann den Filter mit der Beschriftung oben hier direkt parallel von Freewell aufstecken. Das macht sich eigentlich am besten, wenn du von unten so ein bisschen klackst und dann ist er sozusagen direkt drauf und auch fest angebracht. Das klickt dann etwas, aber wie gesagt, hier muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Das gleiche natürlich dann auch nochmal beim Weitwinkelobjektiv erklärt. Aufpassen, dass die Beschriftung hier von Freewell oben ist und die Linse über die Linse übereinstimmt. Einfach schräg aufmachen, festklicken und schon ist die Weitwinkellinse auf deiner DJI Mini 3 Pro. Dann wiederum aufpassen, den Gimbal leicht festhalten mit beiden Händen und den ND-Filter hier leicht schräg aufstecken und schon ist er fertig, schon hält er und schon bietet er dir super Bilder bei deinen Aufnahmen. Was bieten dir die Linsen und die Filter für Vorteile gegenüber den normalen Linsen von DJI? Natürlich gibt es auch von DJI eine Weitwinkellinse. Erstens ist die relativ schwer zu haben, also momentan ist sie bei mir immer noch auf dem Lieferstatus und noch nicht bei mir angekommen. Und zweitens ist die Weitwinkellinse von DJI nur bei einem Faktor von 101, währenddessen dir die Freewell Weitwinkellinse 111 als Faktor bietet. Das ist natürlich ein riesengroßer Bildbereich. Und wenn wir uns jetzt mal die Aufnahmen anschauen, die erste Aufnahme ist mit der DJI Mini 3 Pro gemacht und der normalen Linse, die du jetzt sozusagen beim Kauf erhältst. Und die zweite Aufnahme, man sieht es schon deutlich, bietet dir natürlich viel, viel mehr Bildinhalte und die ist gemacht mit der Freewell Weitwinkellinse. Gleichzeitig hast du natürlich auch noch einen Vorteil bei deiner anamorphen Linse. Deine Aufnahmen werden einfach cinematisch. Du hast diese Lensflares bei Sonnenlicht. Du hast unwahrscheinlich coole Reflexionen und kannst natürlich in der Nachbearbeitung dann nochmal die squeezen mit einem Faktor von 1 zu 1,9 und hast dann perfekte kinoreife Aufnahmen. Wenn du diese dann noch ein bisschen im Cine-like-Profil aufnimmst, dann nachträglich noch mit Color Grading bearbeitest. Top und richtig unübertrefflich. Du hast natürlich eine anamorphe Linse mit drin, du hast eine Weitwinkellinse mit drin, du hast 5 ND-Filter drin zum Preis von 129 €. Ja, das ist relativ teuer, aber für diese Arbeit und für diese gute Qualität ist es wirklich ein sehr angenehmer Preis. Und wer wirklich kinoreife Aufnahmen produzieren möchte oder richtig schöne Weitwinkelaufnahmen mit ND-Filter, der kommt über dieses ND-Filter-Set natürlich nicht hinweg, der muss es einfach kaufen. Ist nochmal in meiner Videobeschreibung verlinkt. Damit war es das mit diesem Video. Ich danke euch fürs Anschauen. Ich bleibe noch ein bisschen in Österreich, mache noch ein bisschen Urlaub mit der DJI Mini 3 Pro und ich sage Tschüss, bye bye und winke, winke.